Sitzt sich noch richtig. Ja. Weißt du, so als die Beginne des Automobils war ja so, dass du eine Kutsche hattest, da hast du einen Motor drauf gebaut und einen Tank und dann ist das gefahren. Und so war das damals, als wir angefangen haben bei den E-Bikes, dass man im Prinzip so ein normales Fahrrad hatte. Da wurde dann halt ein Akku und ein Motor irgendwie dran gebaut und dann ist es irgendwie gefahren. So. Und so genauso sahen die dann damals auch aus. Und dann haben wir gesagt, wir bauen jetzt einfach mal was cool ist. Damals war einfach alles, was E-Bike war, hässlich und schwer. Und der Impuls, der daraus entstand, also aus dem Kobok entstand, war einfach zu sagen, das geht auch schön. Ja, am Anfang war Kobok einfach nur ein Produkt. Gut, einfach nur ist jetzt auch falsch, weil es war ein wahnsinnig gutes Produkt. Es war ein sau innovatives Produkt. In den ersten Jahren gab es das einfach noch nicht. Dieses Slim E-Bike war einzigartig, es gab keine Konkurrenz. Das hat für sich gesprochen. Was wir damals gemacht haben, ist diese Transferleistung, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir wollen ein E-Bike bauen, was so aussieht, was ein Slim E-Bike ist. Und dafür muss der Akku aber in den Rahmen rein und der Motorcontroller muss auch in den Rahmen rein. Und das gibt es aber auf dem Markt nicht von irgendeinem Zulieferer, also müssen wir es selber machen. Und so ist ja Kobok entstanden. Kobok ist ja nicht aus der Fahrradbranche entstanden, sondern das waren zwei Physiker, die einfach an etwas geglaubt haben, beziehungsweise etwas umgesetzt haben wollten, was es so auf dem Markt nicht gab. So kam es ja auch dazu, dass wir unseren eigenen Akku gebaut haben, weil es gab keinen Akku, der das konnte, was wir wollten. Ne? Und das ist ganz cool, weil so kriegst du halt ein bisschen Vorsprung. Ne? So kriegst du halt so ein bisschen, kannst du Sachen machen und die anderen machen es dann irgendwann nach. Kobok ist Pionier und das ist auch genau das Potenzial, was ich damals auch gesehen habe, weshalb ich zu Kobok wollte. Als ich David und Pius damals kennengelernt habe und die ersten Tage so bei Kobok verbracht, habe ich gedacht, boah, was ist denn das? Also auf der einen Seite erstmal ein total verrückter Haufen, aber total herzlich, menschlich, ehrlich, offen. Total unkompliziert. Auch da spielt sicherlich mit rein, dass wir auch von der finanziellen Seite als Familienbetrieb wirklich so entscheiden können und Kobok so bewegen können, wie wir es für richtig halten. Nachhaltig, gut fürs Produkt, gut für die Leute, die hier arbeiten. Vor 5 Jahren war es, da war nichts dran. Vor 2 Jahren war es da eben das Leichteste auf dem Markt. Es ist das Aufgeräumteste. Aber was ist es die nächsten 5 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre? Weil die anderen machen ja mit. Es wird ganz viele Slim E-Bikes geben. Es gibt vielleicht irgendwann nur noch Slim E-Bikes. Was macht dann das Kobok aus? Das zu entwickeln, also diese Vision, das ist ein Moving Target, der ist genauso veränderbar und man muss dieser Vision gegenüber genauso offen bleiben. Nur dadurch wirst du Pionier, wenn du offen bleibst. Kobok hat einen Pioniergeist und Kobok hat auch irgendwo diesen Selbstanspruch, nicht nur irgendwo auf einem Markt zu tüddeln, sondern auch wirklich was zu gestalten. Sei es Mobilität, sei es Infrastruktur, das hat ja ganz, ganz viele Facetten. Es ist alles offen. Die Entwicklung ist komplett offen. Man merkt ja einfach, dass jetzt nicht nur wir als Firma wachsen, sondern dass das Bewusstsein für Fortbewegung, für Mobilität, für Nachhaltigkeit im ganz großen Kontext ja einfach immer weiter wächst. So. Das Ganze kriegt eine andere Tragweite. So. Eben, du machst das jetzt nicht mehr nur für dich selbst, sondern du gestaltest was mit, was wieder ganz viele andere Menschen begeistern kann.